Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen bei Kufstein unterwegs, genauer hier am Eingang des Kaisertals. Heute soll es auf eine kleine Rundtour gehen von knapp 3 Kilometern, wo wir unter anderem auch die Tischhofer Höhle besuchen wollen. Die Tour verspricht einige Höhenmeter, da sich die Höhle in einer Schlucht befindet oder am Schluchtrand. Ja, also müssen wir erstmal runter und wieder hoch. Wir sind gespannt, wie diese Tour so wird. Ja, wenn ihr auch gespannt seid, bleibt dran. Und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es am Ortsrand von Eichelwang, einem Ortsteil der Gemeinde Ebbs. Wie so häufig ging es direkt raus aus dem Ort und ran an die erste kleine Steigung. Hier hinten seht ihr übrigens den Pendling, welchen wir einige Wochen zuvor mit der Kamera erklommen hatten. Schon recht früh auf unserer Tour stellte sich uns eine wichtige Frage: Abstecher oder kein Abstecher? Ja, machen wir, oder? Truthahn. Warum läuft man da wieder runter? Wir wollen jetzt in die Richtung, können aber hier noch diesen kleinen Aussichtspunkt mitnehmen. Müssen wir hier wieder retour. Steht auch nicht, wie weit der weg ist. Nicht weit. Mhm. Ungefähr so, wie wir gerade eben hochgestiegen sind, die Treppen. Weiter ist dann. Na schön, kann man wieder hoch und runter. Wir trainieren ja gern die Höhenmeter. Sind wir extra hergelaufen wegen der Felswand. Und ihr seht, der Weg, die 20 Meter vor zum eigentlichen Aussichtspunkt, sind zu. Blöd. Naja, gehen wir wieder zurück. Zurück vom Abstecher ging es weiter in Richtung Theaterhütte, der einzigen Einkehrmöglichkeit auf dem Weg. Tobi hört schon den Kuchen nach ihm rufen. Da geht er hin, Tobis Kuchen. Genau. Die Tour startet schon richtig gut. Aussichtspunkt, ja, vorher gesperrt. Einzige Hütte auf dem Weg hat zu. Läuft bei uns. Aber keine Angst, später am Tag bekam er noch ein Stück Kuchen. Weiter ging es nun durch lichten Mischwald und mit relativ wenig Steigung. Ab dem Abzweig zur Sparchenklamm durften wir dann zunächst am Rand der Klamm hinabsteigen. Da wir die Klamm queren sollten, kein Wunder. Ganz schön viele Stufen. Und ihr wisst ja, was man auf der einen Seite hinabwandert, darf man dann auf der anderen wieder hinaufwandern. Hoch leben die Höhenmeter. Und ganz besonders die Höhenmeter mit Stufen.
Da schleppt sich der Tobi langsam nach oben. Sein berüchtigter Berggang ist anscheinend auch gut auf Treppen nutzbar. Hier auch mal ein kleiner Rückblick. Ganz schön lang die Treppe. Am Abzweig zur Höhle angekommen, unterbrachen wir unseren Aufstieg und es ging, wieder dem Rand der Klamm folgend, geradeaus weiter in Richtung Tischower Höhle. Bevor wir an dieser ankamen, wartete aber noch die kleine Hyänenhöhle auf uns. Diese diente wohl, wie auch die Tischower Höhle Menschen der Bronzezeit, als Werkstatt. Die müssen aber ziemlich klein gewesen sein damals. Naja, vermutlich war eher die Höhle etwas größer. Die Tischower Höhle ist mit etwa 40 Metern Länge, 20 Metern Breite und 8,5 Metern Höhe recht beeindruckend. Und auch sehr willkommen an einem heißen Sommertag. Gleich mal auf Erkundungstour gehen. Auch heute noch ist die Höhle gut besucht. Die Lichtreflexe stammen von einigen Kindern, die mit einer größeren Gruppe zeitgleich mit uns die Höhle erkundeten. Kleiner Funfact: Kurz nach unserem Besuch wurden bei Ausgrabungen des Instituts für Archäologie der Universität Innsbruck in der Höhle 100.000 Jahre alte Feuersteinartefakte gefunden, welche den Neandertalern zugeordnet werden. Damit wurde der Beweis erbracht, dass Tirol wesentlich früher besiedelt war als bisher angenommen. Nach diesem prähistorischen Abstecher ging es zurück, an der Hyänenhöhle vorbei und weiter aus der Sparchenklamm hinaus. Bergab ging es dann zunächst über breit geschotterten Weg. Ab und an bot sich uns nochmals eine schöne Aussicht, wie hier auf den Pendling. Oder hier, auf unseren Weg auf der gegenüberliegenden Seite der Klamm. Ein letztes Highlight sollte der Weg noch für uns bereithalten: den Kaiseraufstieg. In unserem Falle allerdings eher ein Abstieg. Er besteht aus etwa 280 oder 315 Stufen, je nachdem welcher Quelle man Glauben schenken mag, und überwindet ca. 110 Höhenmeter. Noch mehr Stufen. Anders gesagt, wohl dem, der Wandern über Stufen mag. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Kaiseraufstieg der Einstieg für einige Wanderrouten im Kaisertal bzw. Zahmen Kaiser darstellt. Unsere heutige Tour liegt am Rande des Kaisergebirges bei Kufstein bzw. der Gemeinde Ebbs. Los ging es am Ortsrand von Ebbs. Von dort ging es in Richtung Theaterhütte und weiter zum Abstieg in die Sparchenklamm. Bei der Durchquerung der Klamm passierten wir die Tischower Höhle und wanderten schließlich über den Kaiseraufstieg zurück zum Startpunkt. Ja, da haben wir es geschafft. Die kleine Rundtour ist gelaufen und die Tischower Höhle erkundet und bestaunt. Johann, wie fandest du denn so Höhle und Runde? Naja, also die Runde ist vor allem sehr, sehr stufenreich und für die wenigen Kilometer hat sie doch einige Höhenmeter. Das hätte ich so jetzt nicht ganz erwartet.
Ja, allerdings, die Stufen haben hier und da auch wirklich Sinn, weil ansonsten wird es teilweise etwas rutschig, nur wegen dem Untergrund, den es hier, ja, genau, gibt. Also von daher, ja, man muss halt irgendwie hoch und runter. Ja. Ja, und die Höhle? Ach, die Höhle, ja. Die Höhle, da gab es dann keine Stufen mehr, das war ganz nett. Ja, ein großes Loch im Fels, also ist beeindruckend, da mal reinzulaufen, sich das anzuschauen. Man hat auch eine kleine Infotafel noch dabei, wo so ein bisschen was über die Funde, die man dort gemacht hat, erklärt wird und die Geschichte der Höhle. Ja, war ganz nett. Also kann man sich gut anschauen. Ja, insgesamt schicke kleine Runde. Für Stufenfetischisten definitiv sehr geeignet, für Stufenhasser eher weniger. An der Stelle mal ganz liebe Grüße an den Marco von Strauß Wanderlust. Wir konnten, glaube ich, heute die Abneigung gegen Stufen dann durchaus auch irgendwann mal nachvollziehen. Ja. Auf der anderen Seite, man hat auf der Tour auch immer schön die Möglichkeit, in diese Schlucht so ein bisschen reinzugucken, die Schluchtwände zu beobachten. Und wir hatten Glück, wir haben sogar eine Gams entdeckt. Ja. Gegenüber an der Felswand. Ich habe mal versucht, ein Foto zu machen. Hier 30-fach Zoom. Ich blende es euch mal ein. Wobei Glück hatten wir am Anfang des Weges nicht. Da hatten wir ja den einen gesperrten Aussichtspunkt und Ja, die einzige Hütte auf dem Weg, die sah auch sehr zu aus. Naja, so ist es halt. ansonsten eine Tour, die man schon schön laufen kann. Ist schön Genau. kurz, ein bisschen anstrengend, ja. Jo, kann man Da nichts die Schlechtes Hütte sagen. zu hatte und ich jetzt Kuchenlust habe, würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei. Wir zwei gehen jetzt hier noch weiter nach Kufstein rein. Ja, dann hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf unserer nächsten Wanderung wieder.